Moment sieht es jetzt hier gerade ein bisschen aus wie nach einem Erdbeben. Es ist eine grosse Fläche, die hier geholzt worden ist. Die Natur hat selber schon Bäume gebracht. Also hier oben wächst bereits in der Naturverjüngung. Das ist eigentlich auch das Ziel, dass wir hier Platz machen, dass die jungen Bäume, die hier nachkommen, die notabene viel klimafreundlicher sind. Wir ernten hier Nadelholz, was auf den Boden keinen guten Einfluss hat. Und nachwachsen, die neue Wald- oder Baumgeneration, das ist Laubholz, also wesentlich klimafreundlicher und naturangepasster. Und die braucht jetzt zwingend Licht. Genau, denn sowohl Jungpflanze als auch erwachsener Baum benötigen dringend Sonnenlicht für die Photosynthese. Mit Hilfe des in den Blättern enthaltenen Blattgrün, dem Chlorophyll, fangen Pflanzen Sonnenenergie auf und wandeln Wasser und Kohlendioxid zu Zucker und Sauerstoff um. Der Wald spendet also nicht nur lebensnotwendigen Sauerstoff, sondern übernimmt eine Art Staubsaugerfunktion für CO2 und speichert diesen im Holz. Der Wald dient als Speicher, weil eben das CO2 in den Bäumen eingelagert ist, im Holz eingelagert ist. Und wenn wir es verbauen, das Holz, dann ist es wiederum, jetzt weitere 40, 60, zum Teil bis 100 Jahre gespeichert im Holz an einem verbauten Objekt. Der Wald dient dem Menschen aber nicht nur als Rohstofflieferant. Die Wälder generell und auch die in unserer Region, die sind sogenannt multifunktional. Das heisst, es geht nicht nur darum, zum Holz zu nutzen aus dem Wald, sondern auch zu schauen, dass der Wald vielfältig bleibt, dass er für die Natur wertvoll bleibt, dass er sicher bleibt für die Erholungssuchenden, aber auch, dass er die Schutzfunktion, die wir haben, gegenüber Erosion, dass er die wahrnehmen kann. Der Wald erbringt für die Bevölkerung also zahlreiche Leistungen, für deren Sicherstellung die WaldeigentümerInnen und Forstbetriebe sorgen. Die Waldpflege erfolgt besonders schonend und ohne den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Nicht umsonst gilt das Schweizer Waldgesetz als das strengste auf der Welt. Lokale Holzbauprojekte wie der Neubau der Schlossbadi helfen den WaldeigentümerInnen dabei, die Waldpflege zu finanzieren. Meine Abnehmer sind eigentlich immer die Sägereien in der Region. Und jetzt in diesem Fall liefern sie einfach direkt sehr nahe auf Frauenfeld ins Schlossbadi. Doch bis es soweit ist, muss das gefällte Holz noch abtransportiert und weiterverarbeitet werden. Das hier ist jetzt ein sogenannter Langholzpolter. Das heisst, das sind jetzt 20 Meter lange Nadelholzstämme aufeinander geschichtet, die nachher der Lastwagen hier wegführt. Begleiten Sie uns in der nächsten Episode zu dem Sägewerk der Brühwiler AG, die einen Teil des Schweizer Holzes für die Frauenfelder Schlossbadi einschneidet und dank ausgeklügelten Systemen sogar Wärmeenergie für 900 Haushalte produziert.